Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seid bestimmt schon aufgeregt, zumindest diejenigen, die an der Verlosung der IG 600 dran teilgenommen haben, wer nun endlich der Gewinner ist. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich euch noch eine weitere Kamera vorstellen und ich habe auch noch Vergleichsaufnahmen zwischen der alten IG 600 und der neuen IG 600. Wenn euch die Vorstellung und die Vergleichsaufnahmen interessieren, bleibt doch dran und dann kommen wir kurz mal zu der Vorstellung der IG 220 mit Solar. So, kommen wir mal zu der Vorstellung der E-Cigar IG 220. Also sie hat wieder den klassischen Aufbau wie auch schon bei ihren Vorgängermodellen der IG 400 und IG 200. Beide Kameras habe ich auch schon vorgestellt auf meinem Kanal und bewertet. Diese findet ihr natürlich wie immer in meinen Playlists. Kurz jetzt zu der IG 220. Also hier oben hat sie die Linse eingebaut. Sie kann Aufnahmen bis zu 2,7K machen und 36 Megapixel. Hier sind die LEDs verbaut, 2 weiße Status-LEDs und 36 No-Glow-LEDs, die in 940 Nanometer Bereich arbeiten. Hier unten ist der Bewegungsmelder, der einen Abdeckungsradius oder Abdeckungswinkel von 90 Grad hat. Unterhalb ist dann ganz unspektakulär, also sie hat das 1/4 Zoll Stativgewinde und den Batterieschacht. Hier können 4 Batteries oder Akkus eingebaut werden. Es werden nur 4 Batterien benötigt, weil sie durch ihren Solarbetrieb einen eingebauten Akku von 5200 mA hat. Dieser muss vor dem ersten Gebrauch komplett aufgeladen werden, dass man die Kamera auch erstmal nutzen kann. Hier seitlich natürlich wieder die Verschlüsse und hinten die Gurtdurchführung für den Baumgurt und für ein Schloss. Sonst hier nichts weiter. Klappen wir sie mal kurz auf. Also hier ist die Kamera nochmal von innen zu sehen mit dem LCD-Bildschirm, den Bedienteilen und hier hat man dann unten nochmal das Mikrofon, den Lade-USB-Anschluss, also ein USB-C, dass das interne Akku auch geladen werden kann und ein Reset-Knopf, falls die Kamera mal nicht so funktioniert und sie muss resettet werden. In der Kamera kann eingelegt werden eine große SD-Karte bis maximal 128 GB. Das war es eigentlich schon grob zu der Vorstellung dieser Kamera. Zum Menü werde ich nicht so viel sagen. Da schaut mal gerne mal bei meinen Beschreibungen von der IG 200 und der IG 400 nach, weil dort ist das Menü sehr ähnlich. Nach der kurzen Vorstellung hier kommen jetzt mal ein paar Vergleichsvideos, wie die Aufnahmen aussehen. Für die Testaufnahmen hat sich wieder der Amselmann zur Verfügung gestellt und wenn ihr unten das Datum seht, das stimmt nicht ganz so. Es ist Mitte Dezember, wo ich diese Aufnahmen gemacht habe, also ziemlich zeitnah. Und man kann sehen, die Aufnahmen sind doch relativ ansprechend. Wobei es hier gerade wohl wegen kurzzeitiger Sonnenstrahlung die Farbe sich etwas verändert hat. Die Linse hat einen leichten Fischei-Effekt, wie man das so am Rand bei den weißen Streifen sieht. Die Nachtaufnahmen sind auch ganz okay, wobei sie eine leichte Unschärfe aufweisen. Das Licht, was ihr gerade seht, ist das Infrarotlicht der IG 600 alt und neu, die ich dort zum Test der Aufnahmen aufgestellt habe, also besser gesagt für die Vergleichsaufnahmen.
Bei sehr schlechten Lichtverhältnissen hat sie ein Problem. Wie man hier sieht, ist das Bild sehr grisselig, besser gesagt pixelig. Die Blaumeise war ein weiterer Akteur, um den Nahbereich der Kamera festzustellen. Der Futternapf ist wieder ungefähr 30 cm von der Linse weg und hier kann man doch einen guten Eindruck sehen oder bekommen, wie der Nahbereich dieser Kamera ist. Das war eine kurze Vorstellung der eSeeker IG220. Diese Kamera hat leider auch so ein paar Macken. Einige davon durfte ich schon feststellen, weil diese Kamera, die ich euch gerade vorgestellt habe, ist die zweite Version schon, die mir freundlicherweise eSeeker zur Verfügung gestellt hatte. Die erste hatte Probleme, dass sie dauernd aufgenommen hatte, aber nicht auf Daueraufnahme eingestellt war. Die Vermutung geht dahin, war zumindest Varis Annahme, dass die IG220 ein Feuchtigkeitsproblem hat. In den letzten Tagen hatte mich auch noch eine Mail von Hardy erreicht, von Wildkamera D. Bei ihm war das so, die Kamera konnte sich nicht mehr ausschalten. Ich hoffe, diese Probleme passieren bei euch nicht. Und falls ihr euch noch entscheidet vor Weihnachten, dies könnte eine Kamera für mich sein, zum Beginn dieses Hobby, dann schaut doch gerne unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich diese Kamera verlinkt, wo ihr sie bestellen könnt. Genauso ein Link zu der eSeeker IG600, wo wir jetzt zu den Vergleichsaufnahmen der alten und neuen Kamera kommen. Hier ist mein Testaufbau. Beide Kameras sind auf einem Blitzgestell aufgebracht, wo sie parallel nebeneinander stehen. Und die beiden Kameras sind in einem Abstand zum Futternapf ungefähr 30 cm. Die ältere Version der IG600 löst zwar schneller aus, aber wie man auch schön sehen kann, hier ist das Bild etwas blass. Hier beide in der Gegenüberstellung, wo ich dann auch die neue Version links und die alte Version rechts zeige. Hier in den Nachtaufnahmen auch. Da haben sie beide zeitgleich ausgelöst, was auch sehr eigenartig ist. Am Tage ist die neue IG600 etwas langsamer. Es gab teilweise einen Unterschied von bis zu 10 Sekunden. Das soll es jetzt auch gewesen sein mit den kurzen Gegenüberstellungen der Aufnahmen der alten und neuen IG600. Und jetzt komme ich endlich zu der Verlosung der neuen eSeeker IG600. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und jetzt nehme ich mal die Verlosung vor. Ich habe alle in das Glas reingepackt, die Lose, schüttel sie nochmal durch. Und dann kommt die magische Hand und zieht ein Los. So, und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat und sich hoffentlich auch zu Weihnachten schon freuen kann, dass die Kamera ankommt bei ihm rechtzeitig. Und da haben wir Gunther auf Tour. Gunther. Meine E-Mail-Adresse findest du in der Kanalbeschreibung. Dort schreib mir bitte deine Adresse, dann kann ich dir schnellstmöglich diese Kamera dir zuschicken und ich hoffe, sie wird noch rechtzeitig zu Weihnachten bei dir ankommen. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit der Kamera. Die anderen, seid nicht traurig, die meisten kennen es schon. Ich verlose immer wieder ab und zu mal ein paar Kameras. Dort habt ihr vielleicht dann mehr Glück. Und die schon mal eine Kamera gewonnen haben bei mir, können natürlich auch beim nächsten Mal wieder dran teilnehmen. Das soll es denn auch für dieses Video gewesen sein. Alle Links zu den beiden Kameras, also der eSeeker IG220 und der IG600, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, falls ihr noch schnell ein Weihnachtsgeschenk haben möchtet und diese beiden Kameras euch interessieren. Und dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund. Bis bald. Tschüss.